Hallo, heute würde ich gerne die abholen, die bisher noch nie Pouring gemacht haben. Und wie wir das zusammen hier hinkriegen werden, das schauen wir uns in diesem Video an. Wolltest du immer schon mal mit Pouring arbeiten und hast bisher noch nicht so den richtigen Pack angehabt? Dann würde ich sagen, bist du heute hier bei mir genau richtig. Willkommen bei Verkunstet. Wir werden heute zusammen gemeinsam uns anschauen, wie das mit dem Pouring funktioniert. Um mit dem Pouring anfangen zu können, braucht man natürlich erstmal Farbe. Welche Farbe wir benutzen? Naja, vielleicht habt ihr auch schon Farbe zu Hause. Sei es jetzt irgendwo von Teddy, von Action oder von irgendwelchen anderen Marken. Es gibt natürlich auch die sogenannten Profifarben, wie jetzt hier, was ich hier stehen habe. Es ist aber kein Muss. Als nächstes brauchen wir Pouringmittel. Auch hier gibt es ganz viele unterschiedliche Mittel, die man kaufen kann. Da bieten auch Action, Teddy und wie sie alle heißen, unterschiedlichste Mittel. Oder wenn man hier im Internet schaut, gibt es auch hier solche Gebinde. Dann müssen wir natürlich noch uns entscheiden, auf was für einem Untergrund wollen wir nun das Pouring starten. Wenn man damit anfängt, würde ich sagen, kauft euch einen Keilrahmen. Ein Keilrahmen vielleicht erstmal so in einer kleinen Größe, um das Ganze einmal auszutesten. Es geht natürlich auch mit ganz anderen Mitteln. Ihr könnt Glas nehmen, ihr könnt Steine nehmen, ihr könnt Tetrapack nehmen. Also eigentlich alles, was euch da einfällt, was ihr zu Hause gerne verschönern wollt, bietet sich da an. Um euch selbst zu schützen, empfehle ich einmal Handschuhe für das Umrühren nachher, beziehungsweise um auch etwas hineinzufüllen, brauchen wir natürlich einmal etwas zu befüllen. Also entweder nehmt ihr Becher, Joghurtbecher, ihr könnt auch Gläser nehmen. Zum Umrühren eignen sich sehr gut hier diese Spatel, die kann man auch mehrfach verwenden. Ihr seht es schon, meine sind sehr kunterbunt. Ja, und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, dass wir hier unseren Arbeitsplatz eingerichtet bekommen. Um euren Arbeitsplatz zu sichern, sollte man vorher sich überlegen, an welchem Platz könnt ihr das gut machen, weil wir gießen ja Farbe und Farbe kann gut auch schon mal rüberschwappen. Ich gehe meistens hin und wähle einen großen Karton, ihr seht es schon hier auf dem Tisch, klebe mir den so ein bisschen zusammen und lege den einmal aus. So kann nichts passieren, der Tisch bleibt geschützt und ich versau mir auch nicht noch irgendwie meine Klamotten. Für den Keilrahmen ist es auch wichtig, dass ihr den nicht direkt auf den Untergrund legt, sondern ihn etwas nach oben bringt. Ich habe mir jetzt hier relativ einfach gemacht und habe hier ganz einfach Pins reingemacht. Oder ihr könnt natürlich auch irgendwelche Holzklötzchen nehmen oder Becher nehmen, um einfach den Keilrahmen vom Boden wegzuhalten, weil wenn die Flüssigkeit hier runterläuft und sich hier Nasen nach unten bilden und es trocknet, dann habt ihr das alles ineinander hängen. Es sieht zum einen nicht schön aus und zum anderen, ihr müsst gucken, wie ihr das Ganze losgelöst bekommt von eurer Unterlage. Wenn soweit alles fertig steht, geht es auch schon ans Anrühren. Ich habe jetzt hier meine Becher stehen und mische mir meine Farben mit dem Pouring in einem Verhältnis 1:1. Das heißt, ein Teil Farbe, ein Teil Pouring. Also nicht ein Teil Farbe mischen und wenig Pouring oder umgekehrt. Das funktioniert nicht. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 gonna take my time. Na, 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 na. Na 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 na, na na na, gonna take my time. Eine Ewigkeit später. Wichtig ist, dass Pouring und Farbe gut miteinander vermischt ist. Das heißt, guckt auch, dass ihr hier auch an den Rändern alles wegholt und mit der Farbe verrührt. Wenn ihr die Farben miteinander verrührt habt, also Farben, wenn ihr Pouringmittel und auch die Farben miteinander verrührt habt, kommt noch etwas Wasser hinzu. Der Anteil vom Wasser ist aber weniger als der Anteil Pouring und Farbe.
Jetzt kommt das Schönste. Wir mischen das Ganze in einen Becher hinein, wobei Mischen nicht ganz richtig ist. Wir nehmen uns einen größeren Becher und lassen die Farben, die wir jetzt angerührt haben, ihr seht, ich habe mir noch ein bisschen Weiß dazu geholt, in den Becher hinein. Kleiner Tipp, kippt es nicht in die Mitte hinein, sondern lasst es einfach hier am Rand runterlaufen, damit nicht so direkt die Farben ineinander reingehen. Jetzt wird es spannend. Wir geben die Farben auf die Leinwand. Wie machen wir das jetzt? Es gäbe jetzt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt den Becher nehmen und einfach hier ausschütten. Oder wir machen es in der Technik, die sich Flip Cup nennt. Heißt, wir nehmen den Becher, nehmen die Leinwand, stülpen sie einmal hier auf den Becher auf, legen die Hand hier oben drauf, natürlich, drehen das einmal rum, stellen das Ganze ab auf die Unterlage, warten einen Moment, damit sich die Farbe hier einmal runtersetzen kann. Und dann Trommelwirbel. Geht es auch schon los. Die Farbe ist drauf. Jetzt können wir das Ganze verteilen, indem wir hingehen und die Leinwand nehmen und die Farbe ganz sanft in die Richtungen dirigieren, wie es uns eigentlich gefällt, wie wir es gerne haben wollen. Lasst euch Zeit, ihr habt keine Eile und das ist eigentlich für mich so das Schöne an dem Pouring. Ihr könnt alles ganz in Ruhe machen, da passiert gar nichts. They heading home and they don't know why they in such a hurry and they miss the sky. They ought to look around, it's true. Na 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 na. Well, it seems like don't this world is a hurting. Everybody is a rushing and cursing. They can't find their hearts' stillness. They lost inside their cell phones. We find it hard, but you know it's true. Na na na, gotta take our time, it's true. Na 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 na, na 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 na, na na na, gonna take my time. Na 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 na, na 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 na. Sollten noch Stellen frei sein, also hier Ränder, könnt ihr die Farbe, die runtergelaufen ist, dazu verwenden, die Ränder noch mit Farbe zu verschönern. Durch das Rühren im Becher mit den Farben und dem Medium entstehen Luftbläschen in dem Gemisch. Die kommen natürlich auch hier in der Leinwand zur Geltung. Die wollen wir nicht haben, also benutzen wir hier einen kleinen Flambierer, wo wir die Luftblasen rausholen. Bei dem ersten Bild habt ihr schon gesehen, dass sich keine Zellen gebildet haben. Das lag einfach daran, dass wir den Farben noch kein Silikonöl hinzugefügt haben. Das werden wir aber jetzt für das zweite Bild machen, damit ihr auch einmal einen direkten Unterschied seht, wie das Bild wirkt, wenn Silikonöl mit dabei ist. Es reichen 2 bis 3 Tropfen, mehr nicht.
just a morning. Put away, yeah. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Don't lie. The sun Man sieht jetzt hier schon, dass sich Zellen bilden, ganz klein. Aber das reicht jetzt mir natürlich noch nicht. Also nehme ich mir den Brenner und gehe nochmal über die Leinwand drüber, um die restlichen Zellen hier zu aktivieren. Die Bilder sind trocken, schauen wir sie uns gemeinsam an. Man kann genau sehen, wo Silikonöl drin gewesen ist in den Farben und wo nicht. Ihr habt einmal hier das erste Bild, wo wirklich wenig Zellenbildung ist, nur ganz minimal. Dafür sieht man hier sehr schön die Farbverläufe, ganz sanfte Übergänge. Also wirklich schön geworden. Mir gefällt das richtig gut mit den Farben. Und wer jetzt aber sagt, mit den Zellen, das finde ich eigentlich schöner, braucht da wirklich nur 2, 3 Tropfen in die Farben hineinzugeben, um dann so ein Ergebnis zu bekommen. Also man muss für sich selbst entscheiden, was gefällt einem da besser. Wenn euch das Thema Pouring jetzt so ein bisschen angefixt hat, dann würde ich sagen, schaut doch hier mal in dieses Video rein. Da geht es noch zu einer weiteren Technik. Habt viel Spaß dabei. Für alle, nein. Was wird das? Es wird ein langer, langer Weg. Schwer das sei.